Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NJ Vinimir. Das heutige Thema kennt ihr schon aus den letzten beiden Jahren, da habe ich es nämlich auch schon gemacht. Nämlich gibt es heute eine Art Jahresrückblick auf meine Michael Jackson Sammlung, also auf das, was ich in diesem Jahr so dazu bekommen habe. Und obwohl ich in diesem Jahr nicht so viele Sachen gekauft habe wie in den Jahren davor, sind doch echt wieder ein paar Sachen dabei, die ich euch gleich zeigen kann, die ihr auch zum Teil noch nicht in anderen Videos von mir gesehen habt. Und das teile ich dann gleich wieder in verschiedene Kategorien ein. Bleibt also dran. Also wieder die gleichen Kategorien wie in den letzten Jahren auch. Und wir starten wieder mit dem teuersten, was ich in diesem Jahr gekauft habe. Das teuerste, was ich dieses Jahr gekauft habe, ist das Ultimate Collector Book Volume 2 von Thriller. Das hat stolze 165 € gekostet. Das ist schon sehr, sehr viel Geld. Ist auch mit ziemlich großem Abstand das teuerste, was ich gekauft habe. Und hier sind diesmal sogar zwei Bücher in einem so einen schönen Pappschuber drin. Hat ja auch ganz gut gepasst, Thriller dieses Jahr zu bringen mit dem Thriller 40 Re-Release. Ich packe es hier einmal kurz aus. Genau, so sieht hier das erste Buch aus. Und hier sind eben alle Collector-Items aus der Thriller-Ära einmal abgebildet mit dann so grundlegenden Informationen, wie viele Tracks das sind, die Katalognummer und das Land, in dem es herausgekommen ist. Dann gibt es hier noch dieses Sternesystem von 0 bis 5 Sternen. Und je mehr Sterne das sind, desto seltener ist dieses Objekt. Und hier in diesem ersten Teil des Buches sind alle Musikreleases erstmal drin. Und hier zum Beispiel auch die Singles auf verschiedenen Formaten. Und dann aber auch schon Displays zu diesen Releases. Zum Beispiel auch also so Promo-Releases drumherum und Videos, hier in dem Fall von Making Thriller. Und Merchandise ist hier auch schon drin. Aber alles nur von Michael als Solokünstler. Und in dem zweiten Teil dieses Buches ist dann, das sieht erstmal so aus, alles drin rund um die Jacksons und ich glaube Re-Releases der Jackson 5 sind hier auch noch drin. Und aber auch Michael zusammen mit anderen Künstlern, zum Beispiel hier mit Rockwell zusammen auf Somebody's Watching Me. Das sind einfach so viele Sachen, die in der Thriller-Ära erschienen sind, dass es hier also zwei Bücher in so einem Pappschuber gibt. Und das hat insgesamt, wie gesagt, 165 € gekostet, inklusive Versandkosten und Zollgebühren. Das wird nämlich aus dem UK geliefert, also fällt Zoll bzw. Einfuhrumsatzsteuer an. Ziemlich teuer, aber das ist es tatsächlich für mich auch wert, weil das auch einfach so ein großer Schatz an Informationen ist, den man dadurch auch erwirbt. Da ihr in meinem letzten Video ja erst Thriller 40 Dinge gesehen habt, lasse ich die jetzt hier größtenteils raus. Das nächste, was ich dann nämlich zeige, das nächstteuerste, was nichts mit Thriller 40 zu tun hat, ist dieses Scream Goodie Bag von der Album Celebration Party in Paris. Das aus Berlin, das habe ich schon länger, aber das von der Release Party in Paris hatte ich noch nicht. Und das habe ich dieses Jahr für 46 € inklusive Versand gekauft, was ich einen ziemlich günstigen Preis fand und da habe ich dann zugeschlagen. Irgendwie eine schöne Vorstellung, irgendwann aus jeder Stadt, wo diese Release Party stattfand, dieses Goodie Bag zu haben. Ist noch ein weiter Weg dahin. Hier ist so ein Tattoo drin, so zum Aufrubbeln. Und dann ist hier noch ein T-Shirt drin mit dem Artwork nochmal und hier auf dem Rücken steht hier auch nochmal Release Party in Paris. Und ja, das ist so ein schönes Sammlerobjekt. Der Baumwollbeutel gehört natürlich auch noch dazu, was ich mir dann eben mal gegönnt habe und gehört trotz des relativ niedrigen Preises von 46 € immer noch zu den teuersten Sachen, die ich dieses Jahr gekauft habe. Und dann geraten wir schon schnell in den Bereich von Dingen, die ich euch sogar schon mal gezeigt habe, nämlich diese Promo-Single von dem Duett mit Jermaine, Tell Me I'm Not Dreaming, Too Good To Be True, habe ich dieses Jahr ebenfalls gekauft, kurz bevor ich dieses Video dazu gemacht habe. Schaut es euch gerne nochmal an. Und dafür habe ich 33 € bezahlt, was ebenfalls ein sehr guter Preis war. Kommen wir nun im Kontrast dazu zur zweiten Kategorie, nämlich zu den günstigsten Dingen, die ich dieses Jahr gekauft habe.
und ich habe mal geschaut und das günstigste, was ich gefunden habe, war diese DVD von Number Ones. Also verschiedene Kurzfilme von Michael drauf, wurde im Kontext der Number Ones CD dann vermarktet. Und genauso wie auch die CD kommt auch die DVD mit 4 verschiedenen Covervarianten. Und die anderen hatte ich schon vorher. Und das letzte, was mir gefehlt hat, war eben die Version mit dem Bad-Cover. Und ich habe mich eben auch total gefreut, dass ich die endlich mal für einen guten Preis gefunden habe. Und dann direkt für so günstig. Ich habe nämlich nur 2,60 € inklusive Versand dafür bezahlt. Das ist natürlich ein super Deal gewesen. Und damit konnte ich also gleichzeitig auch noch diese Serie vervollständigen. Also ein absoluter Gewinn für meine Sammlung dieses Jahr. Auch ziemlich günstig war dieses Moonwalker-Buch, was ihr schon mal in einem anderen Video gesehen habt. Sogar noch ein bisschen günstiger, denn das hat mich nur 2,30 € gekostet. Das ist eine deutsche Ausgabe von Moonwalk als Taschenbuch aus den 80er Jahren. Ist in sehr gutem Zustand, teilweise auch mit farbigen Bildern. Und 2,30 € ist wirklich ein sehr, sehr günstiger Preis. Und ich denke mal, im nächsten Jahr werde ich mich dann auch mal hinsetzen und das lesen. Bisher habe ich es noch nicht geschafft. Kommen wir zur Kategorie der beste Deal. Da habe ich euch in der Vergangenheit immer Sachen gezeigt, die ich für total günstig bekommen habe, im Verhältnis dazu, wie viel das Objekt eigentlich wert ist. Und hier habe ich irgendwie am dollsten gemerkt, dass ich dieses Jahr nicht so viele Sachen gekauft habe. Denn hier ist jetzt gar nichts dabei, wo ich jetzt irgendwie was für 5 € gekauft habe, was aber über 100 € wert ist. Aber ein paar kleinere Dinge habe ich schon, die ich immer noch für ziemlich günstig bekommen habe. Und wir fangen mal an mit dieser Mini-CD-Single aus der Mixed Masters Serie. Das hier ist irgendwann in der Bad-Ära auf CD rausgekommen und hier sind Mixe drauf, nämlich einer von Thriller und einmal von Off the Wall. Und das Ganze ist ebenso eine Mini-CD-Single und zwar sogar noch in der originalen Plastik-Umverpackung. Also man kann sie an der Seite rausnehmen, ist jetzt nicht irgendwie verschweißt, aber dieses Plastikding, wo hier nochmal Maxi-CD-Single und CBS draufsteht, das ist oft nicht dabei. Und obwohl das hier meines Erachtens mindestens 25 € wert ist, habe ich hierfür nur 11 € inklusive allem bezahlen müssen, was ein wirklich guter Deal war. Und dann habe ich dieses Jahr diese Box hier bekommen und das ist erstmal gut zu erkennen, dass das hier der Moonwalker-Film ist, der hier drin ist. Allerdings ist hier nicht nur Moonwalker auf Blu-ray drin, was alleine natürlich schon mal cool ist. Und hier ist auch nicht nur dieses schöne Booklet mit den tollen Bildern noch als extra dabei, sondern was hier auch noch drin ist, ist die Number Ones CD. Und das ist tatsächlich sogar eine exklusive Pressung für diese Box, denn ihr seht hier hinten, dass die auch keinen Barcode hat, weil der ja schon auf der Box selbst drauf ist. Und ich sehe gerade, ich habe euch gerade den Pappschuber von der Blu-ray vorenthalten. Also die Blu-ray ist hier auch noch in diesem Pappschuber drin, der ist gerade offenbar drin geblieben. Und diese Box ist so in Frankreich erschienen, ich glaube 2010 war das. Und auf der Rückseite sieht sie so aus, hier ist auch nochmal abgebildet, hier die Blu-ray mit dem Pappschuber, das Booklet und dann noch die Number Ones CD. Dieses Bundle gab es wie gesagt nur in Frankreich und ist dementsprechend relativ schwierig zu finden. Und ich würde sagen, so ca. 40 € wert. Und ich habe nur 23 € dafür bezahlt. Also ein ziemlich guter Preis für ein echt cooles Sammlerstück. Ich mag immer sehr, wenn so Releases kombiniert werden und das dann zusammen veröffentlicht wird. Das finde ich immer cool und interessant und dementsprechend habe ich da sehr gerne für nur 23 € zugeschlagen. Und der letzte gute Deal für heute war diese CD von Invincible. Ihr seht schon, hier unten ist so ein Logo. Das ist ein chinesisches Logo. Und wenn man das hier mal umdreht, dann sieht es auch hier eigentlich erstmal relativ normal aus, bis auf diesen Barcode, wo noch so eine ISBN-Nummer drüber steht. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber die Tracklist hier unten, die ist unvollständig. Es wurden nämlich 3 Songs gestrichen in China, weil es da Probleme gab mit den strengen Vorgaben, die von dem dortigen Regime erlassen wurden. Dementsprechend fehlen hier 3 Songs drauf. Und ich habe euch schon mal in einem meiner allerersten Videos, das muss vor 5 Jahren gewesen sein, diese chinesische CD gezeigt, bei der es genauso ist. Auch hier seht ihr zum Beispiel hier dieses
Logo, was ihr gerade schon auf der Vorderseite von der CD, die ich dieses Jahr bekommen habe, gesehen habt. Und diese Pressung hier hat noch einen Pappschuber zum Beispiel und ist aber ansonsten von den Tracks gleich. Und als ich die hier gesehen habe, habe ich erst gedacht, das wäre diese CD ohne den Pappschuber. Beim genauen Hinsehen habe ich aber festgestellt, dass diese Pressung hier anders ist. Also die CD und die Hülle sind anders bedruckt als bei dieser Pressung hier. Und auch der Barcode ist völlig anders. Das heißt, das hier ist tatsächlich nochmal eine eigene Pressung, die getrennt von der anderen rausgekommen ist, die ich vorher nicht kannte. Die ist auch nicht auf Discogs gelistet gewesen. Ich glaube, ich habe sie dann selbst gelistet. Und das ist also etwas, was mich auch deswegen total gefreut hat, mal wieder selbst was entdecken zu können, was man nicht schon aus Bildern oder aus Discogs oder so kennt. Da habe ich nur 4,10 € für bezahlt. Und solche Pressungen aus China und gerade welche, die man sonst halt auch nicht so wirklich kennt, sind natürlich deutlich mehr wert. Und ich würde sagen, so ja, circa 35 bis 40 € ist das hier eigentlich wert. Also schon ein wirklich guter Deal und ein wahrer Gewinn auch deshalb, weil es eben etwas ist, was ich vorher auch überhaupt noch nicht kannte, wo ich noch keine Informationen vorher zu gesehen hatte. Jetzt kommt wieder im Kontrast dazu der schlechteste Deal. Auch das habe ich in den letzten Jahren schon gemacht. Und auch hier ist mir aufgefallen, dass es so wirklich schlechte Deals, also wo ich was gekauft habe, wo ich viel mehr für bezahlt habe, als es eigentlich wert ist, gar nicht gab. Ich habe aber trotzdem eine Sache gefunden, die vielleicht in diese Kategorie reinkommen könnte. Und das ist diese CD hier, beziehungsweise das ist gar keine CD, das ist eine DVD, steht auch hier oben drauf, aus Japan. Und hier ist, man sieht es hier ganz oben, das Musikvideo drauf von What's Up With You, wo Michael zusammen mit Eddie Murphy zu sehen ist. Und diese CD, das ist so eine Compilation, so ein Sampler kann man es vielleicht auch nennen, Promo-Release, heißt Promo Lights Music Video Clip Dance 4. Und das packe ich mal aus, ist der einzige Release, soweit ich weiß, bis auf eine weitere Pressung von dieser DVD, die es noch gibt, wo dieses Musikvideo wirklich drauf ist. Und das fand ich total spannend und als ich das erfahren habe, habe ich die halt haben wollen und hier insgesamt 30 € für bezahlt. Allerdings habe ich dann zu Hause festgestellt, dass der Obi-Streifen, der hier dran sein sollte, hier fehlt. Da habe ich mich natürlich super geärgert. Und da der Oberstreifen fehlt, würde ich halt sagen, ist die nicht 30 € wert, sondern vielleicht nur so 20 €. Und auch wenn ich da jetzt nicht wahnsinnig viel zu viel für bezahlt habe, ist es vielleicht auch der Aspekt, dass ich mich darüber so geärgert habe, der Grund, dass das heute hier in diesem Video nochmal Erwähnung findet. In den letzten Jahren habe ich immer noch Sachen vorgestellt, die ich mir wünsche für das nächste Jahr. Und im letzten Jahr, 2021, habe ich nur eine Sache euch zeigen können, die ich mir im vorherigen Jahr 2020 gewünscht hatte. Und leider muss ich sagen, bei diesen ganzen schönen Sachen, die ihr jetzt hier gerade seht, dass ich leider nichts davon bekommen habe. Bis auf eine Ausnahme. Und ich will noch mal kurz ein, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ich wünsche mir mal wieder neues Material von Michael. Ich wünsche mir auch mal wieder, auch vielleicht zumindest einmal irgendwie mal wieder einen neuen Song. Aber vielleicht kommt ja doch nächstes Jahr irgendwie mal wieder was Neues. Ich möchte nächstes Jahr hier sitzen und hier euch eine Vinyl-Schallplatte oder eine CD präsentieren, wo ich sage, ja, das habe ich mir letztes Jahr vorgestellt. Und da wurden wir dieses Jahr wirklich verwöhnt. Ich halte hier einmal die Thriller 40 CD aus Japan stellvertretend für die vielen schönen Sachen, die wir dieses Jahr bekommen haben, in die Kamera. Es ist wirklich toll. Also meine Erwartungen wurden wirklich erfüllt. Das habe ich letztes Jahr auch überhaupt gar nicht für möglich gehalten, dass wir so viele Sachen bekommen. Also wir haben ja diese CD vom MJ Musical bekommen, wo die Cast-Recordings drauf sind. Das ist ja schon super gewesen. Dann wurde ja zum Beispiel noch das Michael-Album ohne die Fake-Tracks veröffentlicht. Das ist jetzt allerdings jetzt nicht was ich mir letztes Jahr vorgestellt hätte, ist ja nichts Neues. Aber Thriller 40 mit nicht nur dem neuen Artwork und allem, sondern eben auch den Songs und auch den Songs, die wir echt noch nicht gehört haben, die auch noch nicht geleakt waren. Das ist wirklich super, super toll. Und das leitet auch über zu der letzten Kategorie, die ich in den letzten Jahren immer hatte. Nämlich die Dinge, über die ich mich am meisten gefreut habe. Und Thriller 40 und die Dinge, die in dem Kontext veröffentlicht wurden,
waren echt mit Abstand die Sachen, die ich in diesem Jahr am tollsten fand, in denen ich in diesem Jahr am meisten Spaß hatte. Ihr seht es ja auch in meinem letzten Video zu Thriller 40, wo ich die Sachen ausgepackt habe und mich über alles außer die hässlichen Schallplatten immer so mega gefreut habe. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt gewesen. Und auf meiner Wunschliste für 2023 steht auf jeden Fall, dass wir nochmal was Tolles bekommen. Irgendwie wieder ein Re-Release mit Bonus-Track oder so oder vielleicht auch mal ein ganz neues Album. Ich bin tatsächlich nicht immer so dafür, dass die so viele neue Songs auf einmal raushauen, weil da sind ja auch nur endlich viele verfügbar und irgendwann sind die aufgebraucht und dann können die uns nichts Neues mehr präsentieren. Ich habe das dann lieber so ein bisschen auf mein Leben verteilt, als alles auf einmal. Aber es gibt ja auch so viele Sachen noch zu dem Material, was wir schon haben. Ne? Also es gibt ja einfach so viel Studio, Outtakes und Demo-Versionen und manchmal auch einfach A Cappella-Versionen, die es halt auch noch nicht gibt. Dazu kommt, dass ja jetzt, nachdem die 4K-Videos von Beat It und Thriller veröffentlicht wurden, wir auch wissen, dass das Material auch in dieser Qualität vorliegt. Und auch wenn es nächstes Jahr irgendwie eine Blu-ray-Box gibt, wo alle Kurzfilme von Michael nochmal in Top-Qualität enthalten sind, das wäre auch schon was ich mir wirklich ganz, ganz doll fürs nächste Jahr wünschen würde. Und ich hoffe, dass ich hier im nächsten Jahr nicht ganz enttäuscht sitze, sondern dass ich dann auch wieder so was Tolles in der Hand halten kann, was ich euch präsentieren kann und wo ich nochmal bei euch loswerden kann, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Weitere Dinge stelle ich nicht mehr auf meine Wunschliste. Jetzt, wo ich dieses Jahr von den Sammlerstücken, die ich mir gewünscht hatte, kein einziges bekommen habe und im letzten Jahr auch nur eins bekommen habe, stelle ich einfach die Sachen von den Jahren nochmal erneut auf meine Wunschliste und füge aber keine weiteren Dinge mehr hinzu. Mal gucken, ob ich von den Dingen dann nächstes Jahr was bekomme. Vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich habe dieses Jahr, finde ich, relativ viele Videos veröffentlicht. Im Sommer kamen ja sogar auch meine 2 Roomtour-Videos. Und generell, finde ich, habe ich relativ regelmäßig Videos hochgeladen. Ich hoffe, das bleibt im nächsten Jahr wieder so. Gebt diesem Video doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal und schreibt gerne auch eure Liste mit den verschiedenen Kategorien in die Kommentare. Es interessiert mich sehr, das von euch zu sehen. Bis zu meinem nächsten Video, Anfang des nächsten Jahres, wünsche ich euch eine schöne Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich sage bis dann.